Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue, That's Barbecue. Und heute gibt es den dritten Teil von der Gyros-Trilogie. Heute machen wir endlich das Gyros. Das heißt, ich habe hier vor mir Nacken liegen, ich habe auch einen Rücken liegen, weil ich habe nur einen Duroc-Nacken bekommen. Ich habe hier mein Gyros-Gewürz schon vorbereitet, auch das findet ihr bei mir natürlich im Blog. Und ich werde jetzt einen Pulled Pork Gyros machen. Also im Prinzip ein Pulled Pork mit einem Gyros-Gewürz. Ich mache das Ganze nach der Texas-Drücke, das heißt, ich werde es 2 Stunden smoken, danach einpacken und bis 94, 96 Grad einfach ziehen lassen. Das Ganze mache ich im Smoker, der ist schon an. Da fahre ich mit 110 Grad an und nach 2 Stunden werde ich das dann erhöhen auf 160 Grad. Das werde ich auch gar nicht groß zeigen, denn die Texas-Krücke habe ich schon oft genug gezeigt, das haben auch andere schon oft genug gezeigt, das ist gar nicht Thema. Wichtig ist, ich will eigentlich gar keine große Kruste haben, ich packe es am Ende nicht aus, ich lasse es dann eingepackt liegen. Klar, mit Butcher Paper ist es immer so, dass man dann trotzdem eine Kruste kriegt, aber das ist gar nicht meine Priorität, eine Kruste zu kriegen, denn ich werde es nachher anders mal zubereiten, anders aufwärmen im Prinzip, ich werde es einfrieren und dann geht es tatsächlich los. Dann bauen wir unseren Pulled Pork Gyros mit Taxa, Pide. Und wie das Ganze dann aussieht, das seht ihr am Ende. Aber bis dahin werde ich jetzt erstmal das Pulled Pork vorbereiten. Und da ihr das schon kennt, werde ich das gleich produzieren. Ihr kriegt natürlich ein paar Bilder, wie immer im Foodporn. Aber mehr wird es davon nicht geben. Ja, und dann ist es vollbracht. Endlich habe ich meine Zutaten zusammen, weil ich kann mein Video abschließen. Nach 3 Wochen der Arbeit habe ich es geschafft. Ich habe meine Metaxa-Soße fertig gemacht, ich habe meine Brote fertig gemacht und ich habe mein Fleisch so weit, dass ich es jetzt fertigen kann auf der Plancha. Da wird es mir zu Ende bereitet, dass ich jetzt endlich mein Video abschließen kann. Ich habe mir noch meinen griechischen Coleslaw dazu gemacht und mein Tzatziki dazu gemacht, ein paar frische Zwiebeln und Tomaten. Das ist das, wie ich es mir heute vorstelle. Schön leckere Brot gefüllt mit leckeren Zutaten. Alle Rezepte bei mir im Blog natürlich zu finden. Ja, die Plancha heizt schon vor und das ist es genau, was ich jetzt mache. Ich werde das Fleisch jetzt portionieren für 2 Pide und werde es draufgeben und werde es von der Unterseite schön knusprig anbraten. So, dass ich dann das Knusprige habe, so wie es zum Gyros halt dazu gehört. Knuspriges Fleisch und leckeres Fleisch. Ich habe noch ein bisschen Gyros-Gewürz dazu. Das gebe ich noch ein bisschen drauf, um noch ein bisschen mehr Geschmack zu haben. Beim Pulled Pork ist es ja so, dass man so außenrum hat. So habe ich auch mal ein bisschen mehr Gyros-Geschmack. Gyros-Geschmack kann nie genug dran sein. Und dann kommt die mit Taxa-Soße drüber, Glocke drüber. Das erzähle ich euch jetzt schon mal, weil gleich werde ich nicht so viel Zeit haben, ich das zubereite. Denn da geht es Schlag auf Schlag. Und das mache ich jetzt mal. Doch bevor es losgeht, werden wir erstmal die Pide-Brote füllen, damit dann das heiße Fleisch direkt in die Pide kann. Da geben wir ein bisschen was von einem leckeren Tzatziki drauf, unten hin, eine schöne Schicht. Dann noch ein paar Tomaten. Dann natürlich was vom griechischen Krautsalat drauf. Nicht zu viel, denn die Hauptzutat soll ja das Fleisch sein. Soll eine ausgewogene Mahlzeit sein zwischen Brot, Zutaten und Fleisch. So, und dann wird es Zeit, das Pulled Pork drauf zu geben. Ich habe es aufgetaut, es war so eingefroren, ich habe es aufgetaut, im Wasserbad schon ein bisschen warm gemacht und jetzt wird es unterteilt in 2 Portionen. Gar nicht mehr groß bewegt, denn jetzt soll ich eine Kruste bilden, das heißt, ich gebe noch ein bisschen Gyros-Gewürz drüber. Und dann natürlich was von der leckeren Metaxa-Soße. So, Glocken drauf, damit das Ganze schön gleichmäßig warm wird. Nicht zu lange, ich denke mal so 1,5 bis 2 Minuten, dann sind wir schon fertig. Und dann kommt auch schon das leckere Gyros in die Brote rein. So, hat schön Röstaromen gekriegt, so wie ich es haben wollte. So, noch ein paar frische Zwiebeln dazu.
Das ist das Ende von den 3 Wochen. Da liegt mein Gyros Pile und ich kann endlich reinbeißen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich eigentlich darauf freue, da endlich reinzubeißen. Denn das war wirklich Arbeit, die ganzen Videos zu machen. Heute noch mal alles schnell nachgegrillt, nachgemacht. Und da ist das Ergebnis. Und ich nehme mir jetzt mal eins von diesen leckeren Broten. Man kann es gut halten. Das Brot hält es wirklich gut. Und dann, was soll ich sagen, das Video hat sich wirklich gelohnt. Die Brote klasse. Die Soße klasse und Gyros als Pulled Pork Version, mega. Durch die Röstaromen hat man wirklich dieses Knusprige dran, man merkt das richtig beim Zubeißen, ordentlich Geschmack dran, geil geworden. Ein bisschen Kohlsdorf, ein bisschen Tzatziki oder ihr macht einen Bauernsalat dazu, wie ihr wollt, was ihr gerade mögt. Ich habe es mir so gemacht, mit ein bisschen frischen Zwiebeln noch dazu, Tomate, mega, mega lecker. Ich will unbedingt aufessen, deswegen mache ich jetzt den Schluss von dem Video. Das war auch wirklich lang genug. Nächste Woche gibt es wieder mal was anderes, nicht aus Griechenland, aber bis dahin könnt ihr natürlich noch ein weiteres Video gucken aus Griechenland, noch ein Video, wo oben kostenloses Abo abschließt. Glocke aktivieren, nicht vergessen, verpasst ihr nicht mehr so geile Videos und alle Rezepte, auch alle, die ich jetzt heute genutzt habe, natürlich wie immer bei mir im Blog. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es hier heißt Dad's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao!